Mexiko, das heißt tausende Kilometer Küste. Aber auch Lagunen, die in den schönsten Farben schillern. Mit Hunderten von Flamingos. Dazu die Ruinenstätten der Mayas, einer mystischen alten Kultur. Das beliebteste Reiseziel liegt ganz im Süden des Landes, die Yucatan-Halbinsel. Nicht mal halb so groß wie Deutschland und dennoch gibt es viel zu entdecken. Ein in den Wäldern verstecktes Weltwunder, dazu einzigartige Zenoten in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Oder atemberaubende Momente im Wasser. Wer sich die Highlights der Yucatan-Halbinsel anschauen möchte, der sollte am besten mit dem Leihwagen einmal rundherum fahren. Knapp 1500 Kilometer lang ist die Strecke von Cancun aus nach Süden, dann quer rüber zum Golf von Mexiko und der Küste folgend geht's wieder zurück. Die Straßen sind gut ausgebaut, inklusive unzähliger Fahrbahnschwellen, von denen man gut Acht geben sollte, zumal sie auch auf den Landstraßen zu finden sind. Wie auf dem Weg nach Akumal, einem kleinen Küstenort mit nicht mal 2000 Einwohnern. Dafür einem Strand, der berühmt ist für seine Meeresbewohner. Irgendwo hier sollen sie stecken. Seltene Meeresschildkröten. Am einfachsten findet man die mit einem Tourguide, den man problemlos vor Ort findet. Unser Guide, Darwin Cetina, ist gelernter Biologe. Und bevor es mit ihm auf Turtelsuche geht, erklärt er die Spielregeln im Wasser. Wenn du die Schildkröte im Wasser siehst, dann halte 1 Meter Abstand und ich bitte sie nicht anzufassen. Genauso ist es selbstverständlich, keine Sonnencreme zu benutzen und nochmal die Schildkröten nicht anfassen. Beißen die mich? Nein, Schildkröten beißen niemanden. Warum? Weil sie einfach Angst vor uns haben. Und er verspricht, dass wir auf jeden Fall eine Meeresschildkröte zu Gesicht bekommen. Und zwar vor allem in dem knapp 500 Meter langen und abgesteckten Bereich, durch den man nur mit Tourguide schwimmen darf. Zum Schutz der Schildkröten, die sich aber noch nicht blicken lassen. Dafür ein paar neugierige Fische. Nach einer halben Stunde ist es endlich soweit. Elegant schwimmt sie durchs Wasser. Grüne Meeresschildkröte oder auch Suppenschildkröte wird sie genannt und gilt als eine der größten ihrer Art. Bis zu 50 Jahre können die Tiere alt werden. Dies ist ein Schutzgebiet für die Schildkröten, weil es hier Seegras gibt. Und dies ist auch der Grund, warum sie in diese Bucht kommen. Laut Schätzungen halten sich vor der Küste von Akumal noch rund 200 grüne Meeresschildkröten auf. Sie sind Einzelgänger. Auch dieses Jungtier, das genussvoll Seegras futtert. Erst im stolzen Alter von 20 Jahren läuft eine Meeresschildkröte das erste Mal an den Strand, um Eier abzulegen. Meistens dorthin, wo sie selbst geboren wurde. 2 Monate dauert es dann, bis die Jungtiere schlüpfen. Sie legen in der Regel 200 Eier in ein Nest. Wie viele? 200? Wie viele überleben denn wie viele Schildkröten? Man sagt 1,5%, nur 2 bis 3 Schildkröten also. An der Küste von Akumal werden die Schildkröten und ihr Revier geschützt, denn weltweit sind sie vom Aussterben bedroht. 250 Kilometer südlich von Akumal befindet sich der kleine Ort Bacalar mit einem weiteren Naturwunder. Dafür sollte man am besten eine Bootstour für rund 30 € buchen. Hinaus geht es in die Lagune, das zweitgrößte Süßwasserreservoir auf der Yucatan-Halbinsel. Dass das Wasser in den verschiedensten Blautönen schimmert, ist kein Zufall, sondern liegt an einem seltenen Phänomen, so Tourguide Javier Andrade González. Das Wasser bekommt Sauerstoff über Stromatoliten. Das sind lebende Steine und diese Steine geben den Sauerstoff ins Wasser ab, was für die unterschiedlichen Farben sorgt. Stromatoliten. Sie bestehen aus Mikroorganismen, die diesen Ort zum Strahlen bringen und ihm den Namen Lagune der 7 Farben einbrachte. Hier zu schwimmen ist ein einmaliges Erlebnis. Denn es gibt eine weitere Besonderheit. Dunkle Löcher führen rund 100 Meter in die Tiefe.
Das ist das Ergebnis eines Meteoriteneinschlags. Teile des Meteoriten schlugen an unterschiedlichen Stellen auf der Oberfläche ein und die Cenote Negro in Bacalar ist eine der anschaulichsten Beispiele einer Cenote. Nicht nur in der Bacalar-Lagune findet man Cenoten. Tausende weitere liegen verstreut über die komplette Yucatan-Halbinsel. Atemberaubend wie die beliebte Cenote Ixquil im Norden. Das Wort Cenote bedeutet heiliger Quell und steht für Kalksteinlöcher, Höhlen und ganze Tunnelsysteme, die von Wasser durchflutet sind. Cenoten sind deswegen eine Art Bewässerungssystem und der Grund dafür, dass es im Yucatan keine Flüsse und dennoch viele sattgrüne Landschaften gibt, die sich rüber bis an den Golf von Mexiko ziehen. Dorthin, wo die schönste Küstenstadt auf einem Roadtrip über die Yucatan-Halbinsel liegt, Campeche. 220.000 Einwohner groß ist die Altstadt, berühmt für die Kathedrale an der Plaza de Independencia, aber vor allem wegen der alten Barockhäuser, von denen es in der Stadt über 1000 gibt. Entstanden sind sie im 18. Jahrhundert in der Blütezeit von San Francisco de Campeche, wie die Stadt eigentlich heißt. Der Gang durch die Altstadt, ein echter Geheimtipp, weil etwas abseits der typischen Route gelegen, ist die Stadt touristisch nicht so überlaufen. Selbst auf der beliebten Essensmeile findet sich noch ein schöner Platz, um den vielen Straßenmusikern zuzuhören. Gute Restaurants gibt es reichlich. Angeboten werden Tacos, Tortillas, Enchiladas, aber auch Spezialitäten aus der Region. Das ist Queso Relleno, ein Käse, der mit Schweinefleisch oder Rindfleisch gefüllt ist. Dazu gibt es Weißkohl. Begleitet wird das Gericht von Chorizo, die aus Valladolid kommt. Zwiebel, Avocado, Koriander. Ist es lecker? Es ist sehr gut, sehr lecker, wirklich gut. Okay. Zugegeben, beides schmeckt wirklich toll in dieser Atmosphäre. Reich wurde die Stadt vor allem durch den Schiffshandel im 18. Jahrhundert. Und wo früher Hafen und Schiffe waren, verläuft heute am Ufer der Malecón, eine 7 Kilometer lange Strandpromenade. Dem Weg sollte man unbedingt mit dem Auto weiter Richtung Süden folgen, denn nach 20 Minuten Fahrt gelangt man nach San Lorenzo, einem kleinen Urlaubsparadies mit türkisfarbenem Meer und Palmen. Ein Roadtrip über die Halbinsel lebt von der Abwechslung. Sich am Strand erholen und dann auf Entdeckung gehen. Hunderte Flamingos leben in dieser Lagune. Oder aber die nächste alte Kolonialstadt erkunden, schon das ist beeindruckend. Doch noch faszinierender sind die Relikte der Maya-Kultur, die immer noch viele Fragezeichen hinterlässt. Eine der bedeutendsten Ruinenstätten erreicht man von Campeche aus nach nur 2 Autostunden Richtung Norden, die ca. 1500 Jahre alte Maya-Stadt Uxmal. Herausragend die 35 Meter hohe Pyramide des Zauberers. Weil recht wenig Touristen die Ruinen besuchen, fühlt man sich fast alleine, wären da nicht die vielen Echsen, die sich überall tummeln. In der Hochzeit wohnten hier rund 25.000 Maya. Nach heutigen Maßstäben wäre Uxmal eine Megacity mit mehreren Millionen Einwohnern. Nur 200 Kilometer weiter Richtung Nordosten befindet sich die noch größere und bedeutendere Ruinenstadt Chichén Itzá. Hier lebten sogar 50.000 Maya. 20 € kostet der Eintritt, weit über 1 Million Besucher kommen jährlich vorbei. Denn Chichén Itzá zählt zu den neuen 7 Weltwundern. Vielleicht auch, weil die Kultur der Maya so faszinierend, zugleich aber auch ungeheuer brutal war. Im Namen der Götter opferten die Priester Menschen und machten dabei keinen Unterschied zwischen Freund oder Feind. Sie schnitten ihren Opfern die Herzen heraus oder häuteten sie sogar. Gleichzeitig waren sie wahre Baukünstler sowie begnadete Astronomen. Zum Beispiel zählte der Maya-Kalender schon damals 365 Tage und das kann man an der Kukulkan-Pyramide, dem Wahrzeichen Chichén Itzás, nachrechnen.
An jeder der 4 Seiten finden sich 91 Stufen. Zusammen ergibt dies 364. Zählt man das Plateau hinzu, sind es 365. Maya-Stätten gibt es auf der Halbinsel zahlreiche, bewohnte Inseln dagegen nur 4. Die ursprünglichste ist die Insel Holbox. Sie ist gleichzeitig das Highlight eines Roadtrips über die Yucatan-Halbinsel. 3 Stunden dauert die Autofahrt, anschließend geht es mit der Fähre weiter. Willkommen im Paradies. Feiner Sandstrand, Cocktails, eine saftige Mango als Snack zwischendurch und entspannt sein. So geht karibische Lebensart. Die Insel ist 42 Kilometer lang, aber nur 2 Kilometer schmal. Hier gibt es nur wenige Autos, dafür aber gut gefederte Taxen für die rustikalen Straßen, die an einladenden Restaurants und Cafés vorbeiführen. Garantiert unvergessliche Momente erlebt man auf Holbox in den Sommermonaten im Wasser beim Schnorcheln mit Walhaien. Bis auf wenige Meter soll man sich ihnen nähern können. Dafür legen die Boote bereits frühmorgens ab. 140 € kostet die Tour. Das Ziel liegt irgendwo da draußen und so rast das Boot über das Wasser. 2 Stunden dauert die wilde Fahrt. Und dann geht alles ganz schnell. Ums Boot herum nähert sich bereits ein riesiges Exemplar. Elegant, grau mit weißen Punkten. Deswegen nennen die Einheimischen sie auch Dominos. Mit höchstens 2 weiteren Personen schwimmt Tauchlehrer Christian Osvaldo rüber zum Walhai und bleibt dabei ganz gelassen. Nein, sie sind nicht gefährlich, wirklich nicht. Wenn ein Walhai auf dich zuschwimmt, mach einfach den Weg frei und er wird weiter schwimmen. Es passiert absolut nichts. Es sind sehr ruhige Tiere. Hinein ins tiefe Wasser. Und es dauert nicht lange, bis der Walhai zum Greifen nah ist. Bis zu 13 Meter können sie lang werden und ernähren sich von Plankton und Krill. Wenn sie allerdings genussvoll das Wasser durch ihre Kiemen filtern, dann stehen sie sogar senkrecht. Das Treiben um das Boot wird immer bunter. Zu den Haien gesellen sich Manta-Rochen. Ganz dicht schwimmen sie an uns vorbei. Ihr Stachel ist nicht giftig. Nein, sie sind gar nicht gefährlich. Sie spielen nur oder suchen Nahrung. Dafür springen sie manchmal sogar richtig hoch aus dem Wasser. Am Grund dagegen schwimmen sie ganz ruhig umher. Aber eine Gefahr sind sie wirklich nicht. Angst vor dem Menschen haben sie nicht. Vertrauensvoll zeigen sie ihre Eleganz im Wasser. Nach 1500 Kilometern und rund 2 Wochen Roadtrip über die Yucatan-Halbinsel ist das der Höhepunkt der Reise. Die vielen Erlebnisse und den Urlaub ausklingen lassen an einem der Traumstrände, wo die Zeit am besten stillstehen sollte. Und wo geht Ihre nächste Reise hin? Schreiben Sie es gerne mal in die Kommentare. Und für noch mehr Inspiration einfach unseren Reisekanal abonnieren. Aber wichtig, die Glocke betätigen, denn sonst bekommen Sie keine Nachrichten, wenn wir neue Videos posten. Danke fürs Zuschauen.